Ich wollte euch mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr eine Gitarre richtig gut stimmen könnt, sodass sie wirklich stimmt hernach und dass man auch wirklich mit voller Lust in die Saiten greift. Mir geht es zumindest so. Auf so einer Gitarre, ich kann fast nicht spielen. Es tut weh und die Gitarre klingt fürchterlich. Sie klingt nicht voll. Ich kann noch so laut spielen. Es wummert. Ja, und jetzt müssen wir die Gitarre also stimmen. Ich nehme an, dass den meisten von euch die simpelsten Punkte schon vertraut sind, wie man eine Gitarre stimmt. Da gibt es ja auch viele Anleitungen dazu. Das heißt, man kann mit dieser Methode vorgehen, indem man im 5. Bund bzw. im 4. Bund dann die Saiten vergleicht. Eine sehr häufige Methode, die ich jetzt zuerst einmal verwenden werde, ist auch die mit Flageoletttönen. Ich weiß nicht, ob Flageoletttöne soweit vertraut sind. Das heißt, das ist ein Ton, wo man die Saite nicht bis runter zum Bund drückt, sondern nur den Finger, am besten hier mit dem weichen Teil der Fingerkuppe, leicht auf die Saite legt, die Saite praktisch festhält und dann anschlägt. Wenn man weiter hinten am Steg anschlägt, kommt der Ton sauberer, als wenn man da vorne anschlägt. So kriegt man einen Flageolet. Wir haben zum Beispiel einen Flageolet im 5. Bund auf allen Seiten und auch im 7. Bund und im 12. Bund sind die häufigsten Flageolettöne. Ja, und jetzt geht es darum zu wissen, wie kann man mit den Flageoletttönen die Gitarre stimmen. Zumindest die Grobstimmung kann man so schon einmal einstellen. Ich gehe jetzt davon aus, und ist auch so, ich habe es zuerst gestimmt, meine A-Seite ist richtig. Das ist die einzige, die ich nicht verstimmt habe. Die passt, das heißt, in meinem Fall sind das jetzt 442, 443 Hertz. Man kann genauso auf 440 Hertz stimmen. Spielt keine Rolle. Es geht darum, dass die Gitarre in sich stimmen muss. Und jetzt, wie hört man jetzt, ob zwei Töne gleich klingen, beziehungsweise bei dieser Flageolet-Technik, auf was muss man achten? Ich spiele die A-Seite im 5. Bund Flageolet und die D-Seite im 7. Bund. Und die D-Seite im 7. Das sollte der gleiche Ton sein. Wenn man beide Töne nacheinander hört, klingen die mehr oder weniger gleich. Wenn man sie aber gleichzeitig klingen lässt, merkt man, dass da ein kleiner Unterschied ist. Und was hier passiert, ist, dass sich die zwei Schwingungen der Töne überlagern. Das heißt, wir haben einmal die Schwingung von diesem A und hier haben wir auch ein A im 7. Bund. Und wenn sich die zwei Töne überlagern und nicht genau gleich stimmen, dann entsteht eine Schwebung. Das heißt, die zwei Schwingungen und die Täler und Berge der Schwingungen überlagern sich zu einem Muster, was es dann am Ende wummern lässt. Und wenn ich das jetzt stimme und gleich stimme die Töne, geht's weg. Jetzt klingen sie exakt gleich. Ich kann jetzt nochmal die D-Seite ein wenig runterstimmen, dann hört man den Unterschied. Es fängt wieder diese Schwebung an. Ich versuche es mit der Hand einmal anzudeuten. Diese leichte Schwebung nennt man das, oder dieses Wummern, gilt es wegzukriegen. Jetzt wieder. Und es ist weg. Das heißt, die zwei Seiten stimmen zusammen jetzt. Ist richtig gestimmt. Das gleiche machen wir mit der tiefen E-Seite.
hier haben wir jetzt 2 gleiche Töne. Und dann gehen wir weiter und stimmen die G-Seite. Hier würde ich jetzt empfehlen, das über die Oktave zu machen. Das heißt, ich gehe von der A-Seite aus, die Seite, die wir als Leitton nehmen, die auch vorher schon richtig gestimmt war, und vergleichen dann die Oktave dazu auf der G-Seite. Auf der G-Seite ist das im 2. Bund gegriffen. Das stimmt. Aha. Ich kann es aber verstimmen. Jetzt stimmt es nicht mehr. Und jetzt wichtig ist es dabei, dass man sauber greift, um diesen Ton zu stimmen. Man darf nicht, wenn ich jetzt irgendwie den Ton verzerre oder unsauber aufsetze, mit viel zu viel Kraft aufsetze, dann verändert sich natürlich der Ton und danach kann man nichts stimmen. Jetzt ist es zu tief. Jetzt muss ich also etwas höher, immer noch zu tief. Und jetzt stimmt ja. Ich kann dann auch über Flageolet stimmen. Ich kann das A, die A-Seite, im 12. Bund einen Flageolet-Ton machen. Das ist dann eine Oktave höher. Und dazu das A auf der G-Seite vergleichen. Habe ich dasselbe und die 2 stimmen überein. Dann schaue ich mir die H-Seite an. Da würde ich vorschlagen, zumindest zum Grobstimmen, wir gehen über den Flageolet-Ton auf der tiefen E-Seite im 7. Bund. Das ist ein H und sollte genau dem Ton entsprechen von der leeren H-Seite. Das ist der Fall, sollte stimmen. Das gleiche machen wir mit der hohen E-Seite, bloß verwenden wir hier die A-Seite im 7. Bund, Flageolet, das ist ein E, das stimmt sowieso. Okay, wir haben alle Seiten durch. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Gitarre mal grob stimmen kann. Sei es über diese Flageolet-Töne oder was ich ganz am Anfang angesprochen habe, indem man im 5. Bund die Seiten vergleicht, was jetzt stimmt, ohne es näher darauf eingehen zu wollen noch. Aber das ist eine Möglichkeit, damit zumindest mal mehr oder weniger alle Seiten stimmen. Wichtig ist es dann hernach immer noch zu hören, ob auch wirklich alles passt, was wir gemacht haben. Das heißt, wenn jetzt die tiefe E-Seite noch ein klein wenig zu tief ist zum Beispiel, dann hört man das auch, wenn man es mit dem H auf der 5. Seite, auf der A-Seite vergleicht. Und das kann man nochmal nachregulieren. Und dann passt es wieder. Und dann soll es auch in allen anderen Bünden passen. Und es sollten auch die Oktaven passen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, erst einmal richtig die Gitarre zu stimmen, und es braucht viel Erfahrung und lange Zeit, wo man den Umgang damit lernen muss. Deswegen greifen sehr viele gern zu Stimmgeräten, die ja im Prinzip auch ein hilfreiches Mittel sind, um die Gitarre erst einmal richtig zu stimmen. Aber letztlich passiert es leider sehr oft, dass man entweder ungenau arbeitet mit den Stimmgeräten oder dass man die Zeit sich nicht nimmt, um es ordentlich zu stimmen, und vor allem, dass die Gitarre in sich dann oft nicht stimmt. Deswegen würde ich ganz stark dafür plädieren, dass man selber versucht, um mal zu hören, wie kann ich einen wirklich schönen harmonischen Klang aus der Gitarre rausholen, indem ich sie wirklich schön stimme,
ohne jetzt nur mathematisch nach dem Stimmgerät im Prinzip mehr oder weniger alles richtig zu stimmen. Denkt nicht, dass man besondere Begabung braucht, um stimmen zu können oder stimmen zu lernen. Es geht wirklich darum, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema und sich ein wenig Übung verschafft. Das Gehör braucht Übung. Man muss auch die Gitarre kennenlernen, wie weit muss ich noch drehen, um es richtig hinzukriegen. Aber es ist vor allem eine Frage des Gehörs. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man lernt, die zwei Töne wirklich zu vergleichen. Das heißt, ihr braucht einfach Geduld mit euch selber und ihr müsst wissen, worauf ihr hören müsst. Und nehmt euch die Zeit auch, wenn ihr zum Beispiel das A mit einem anderen Gitarristen vergleicht oder wenn ihr zwei Töne anschlägt, so wie hier, nicht so, dann vermischt sich das Ganze sehr schnell, sondern versucht erst einmal diesen Ton zu hören. Und dann, wenn der eine Zeit lang klingt, dann erst den nächsten Vergleichston spielen, um den Unterschied festzustellen. Es geht vor allem um eine Ermutigung, wie ihr richtig stimmen könnt und dass ihr es machen sollt, weil es einfach für mich das A und O ist und es klingt jede Musik schöner, wenn sie auf einem sauber gestimmten Instrument ist. Leider verliert das in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung. Man hört oft entweder sowieso per Computer generierte Musik, die natürlich stimmt, oder halt mit Stimmgeräten gestimmte Gitarren, die aber nicht wirklich stimmen und es schmälert auch euer Spiel- und Hörerlebnis, weil die Gitarre immer irgendwie anders klingt und nie so, wie sie eigentlich klingen soll. Also nehmt euch die Zeit, es lohnt sich und es macht Spaß, auf einem richtig schön gestimmten Instrument zu spielen.